Wer kennt es nicht? Man steigt morgens in sein Fahrzeug ein, startet das Fahrzeug, Batterieleuchte an, tausche nicht sofort in den Generator. Oft ist es eventuell nur ein anderes Bauteil. Doch was und wie funktioniert der Generatorfreilauf? Ich habe mal hier ein kleines Experiment. Das ist einmal ein Generator, beziehungsweise umgangssprachlich eine Lichtmaschine. Und das ist der sogenannte Freilauf. Wie er funktioniert und was genau dieser Freilauf macht, erkläre ich euch in diesem Video. Das Bauteil hier ist kein simples Rad, sondern ein mechanisches Entkupplungselement. Dieses sitzt direkt auf der Generatorwelle. Die Aufgaben dieses Freilaufs: ruhiger Lauf des Riementriebes sichern, schützt weitere Bauteile vor Schlägen und Vibrationen wie Generatorlagerung, Riemenspanner oder eure Kurbelriemenscheibe. Doch was sind die Symptome bei einem defekten Freilauf? Batterieleuchte leuchtet im Kombiinstrument, Riemengeräusche, meistens Flattern oder Schlagen des Keilrippenriemens, erhöhte Leerlaufdrehzahl auf 1000 Umdrehungen die Minute. Mechanische Überprüfung eines Freilaufs, kein Problem. Und zwar wie? Einmal Keilrippenriemen abnehmen, Generatorwelle fixieren, dass die sich hier nicht mehr bewegt und das Ganze dann von Hand überprüfen. Der Freilauf darf sich nur in eine Richtung drehen lassen. Das ist ganz wichtig. Freilauf ersetzen mit Spezialwerkzeug, ganz easy, und ich zeige euch genau wie. Mit diesem Werkzeugset könnt ihr euren Freilauf an eurem Generator einfach ersetzen. Bei manchen Fahrzeugen ist das sogar möglich im eingebauten Zustand, bei anderen Fahrzeugen eventuell nicht, und dann muss der Generator ausgebaut werden. Mit dem Innenprofil wird die Welle gegengehalten, sprich hier einmal dieses Innenprofil, meistens Vielzahn oder Torx, wird die Welle vom Generator festgehalten, und mit dem Außenprofil können wir dann einmal den Freilauf lösen. Und wenn die Frage kommt, wo gibt es das Werkzeug? Natürlich bei ATP Autoteile. Ladet euch die ATP-App herunter. Mit der Schlüsselnummer bekommt ihr nicht nur Ersatzteile für euer Fahrzeug, sondern auch Spezialwerkzeug. Nicht vergessen, schaut mal rein. Wie vorhin schon erwähnt, ist der Ausbau nicht an jedem Fahrzeug im eingebauten Zustand möglich. Dasselbe gilt aber auch für Generatoren. Nicht jeder Generator bzw. Fahrzeugmodell hat einen Generatorfreilauf. Kleinere Motoren, ältere Benzinmotoren und Fahrzeuge mit kleinem Riementrieb ohne hohe Schwingungen haben meistens keinen Freilauf. So einfach lässt sich dann der Freilauf an dem Generator ersetzen. Hattest du schon mal den Freilauf an deinem Motor ersetzt? Wenn ja, lass es mich in den Kommentaren wissen. Folge uns auf Instagram, Facebook und hinterlasse im YouTube-Channel ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal, das Team von ATP Autoteile.